Hallo und herzlich willkommen in der Train World. Im heutigen Video begeben wir uns an den Bahnhof hinter. Da seht ihr schon zwischen dem Bahnhof und der Monorail die Platte durchschauen. Und um dieses Modul geht es heute. Da wird ein Parkplatz entstehen, der dann auch später verdeckt wird von der Bahnhofsstation für die Monorail, weil wir die Anlage vielleicht irgendwann mal umbauen wollen oder den Bahnhof irgendwo ausstellen wollen, damit da dann eben nicht ein angefangener Monorail-Bahnhof ist, sondern ein schöner Parkplatz, wo wir Autos draufstellen können. Und damit der Parkplatz noch nicht leer bleibt, bauen wir auch das erste Auto heute. Das Modul sieht jetzt am Anfang sehr leer aus und deswegen bin ich mal hingegangen und habe 2 Parkplätze gebaut. Die Parkplätze sind in Snot-Technik und ungefähr so, dass ein 8-breites Auto schön drauf passt. Und ihr könnt schon hier Aussparung sehen, oder hier sind es 2 breite Steine, genauso wie die Streifen, damit ich das dann gleich in der Platte versenken kann und verankern kann. Und dann würde ich sagen, baue ich mal Befestigungen auf eine Baseplate, um die Parkplätze dann festzuhalten. So, gesagt, getan. Das ist jetzt einfach mal hochgebaut, 2 Steine und eine Plate. Und hier könnt ihr schon sehen, ist noch ein Stein mehr. Das ist, damit mir die Parkplätze danach nicht verrutschen. Da habe ich hier unten auch noch einen Stein drauf gebaut. Und jetzt kann ich das hier reinlegen. Und es, wenn ich es richtig reinkriege, ist gerade schwer mit der Kamera im Gesicht. Ja, aber so ungefähr hält schon. Danach mache ich es noch ganz rein. Hält es jetzt in diese Richtung und in diese Richtung. Und nach vorne könnte man es jetzt noch rausschieben, wenn es dann eingerastet ist. Aber das wird dann später verhindert, weil hier vorne dann unser Bahnsteig anfängt. Und den fangen wir jetzt an zum Bauen. Dann ist jetzt auch schon die Kante fertig. Und die bauen wir jetzt einmal zusammen drauf. Die hat jetzt genau dieselbe Höhe wie der Bahnsteig. Und ihr könnt schon sehen, weil ich hier nicht genau gearbeitet oder nicht das genaue Maß genommen habe, ist das nicht bündig hier oben. Also wenn ich jetzt die Noppe unter der Fliese nehmen würde und würde rausbauen auf die Straße zu, würde das um eine halbe Plate nicht aufgehen. Aber ich finde das ganz gut, weil so entstehen keine Lücken. Wenn jetzt irgendwie da Licht drunter kommen würde an der Seite oder so, dann würde man normalerweise eine Lücke sehen oder meistens eine Lücke sehen, wenn das genau passend wäre zu den Steinen, so wie es vorgegeben ist. Aber durch die halbe Plate verdeckt sich das besser und man sieht eben nicht so Lücken. Und dann fange ich jetzt mal an, die andere Seite, also das andere Ende vom Modul, was ihr gerade schlecht seht, zu bauen. Und melde mich dann wieder. Dann bin ich auch schon wieder da und ihr seht jetzt, die Befestigungen sind schon dran für die eine Seite. Aber die Noppen zeigen in die Richtung und wir haben in die Richtung gebaut. Das hat einen speziellen Grund, den ihr im nächsten Clip gleich erfahrt. Und ich baue jetzt hier noch ein bisschen Bahnsteig drauf. Und zwar hatte der Richtungswechsel im Snot die Sache, dass einmal hier die Kante schön wird, dass man eben nicht diese Noppenunterseite sieht, aber auch, dass ich hier jetzt eine 4 breite Fläche habe, die ich jetzt füllen kann. Wie ihr schon sehen könnt, sind hier schon verschiedene Brackets und Break Modifieds drin, um normale Noppen wieder zu erzielen. Und jetzt kann ich hier hingehen und einen braunen Streifen für ein Beet einbauen.
Und jetzt baue ich das Ganze kurz fest. So, jetzt ist es festgebaut und jetzt kann man die Details noch schöner sehen. Das Ganze ist eine halbe Platte in den Boden versenkt. Das heißt, die Noppen schließen fast genau bündig, also nicht ganz, weil das Lego-Logo drauf ist, mit dieser Kante ab. Dadurch ist es wie in echt, auch so, dass außen dieser steinige Rand ist und die Erde innen drin ist immer ein bisschen tiefer. Und jetzt, wenn man von oben drauf schaut, war die Schwierigkeit eben, dass die Noppen von dem Parkplatz verlaufen genau bündig zu den Noppen von der Baseplate. Aber jetzt seht ihr, dass hier zwei Platten sind und dann muss hier bündig wieder normale Noppen kommen. Und das war eben das Schwierige, das hinzubekommen mit Brick Modifieds alles, dass das dann keine Lücke wirft. Und deswegen habt ihr vorhin gesehen, dass ein Brick Modified in die Richtung gezeigt hat und dann nach oben nochmal ein Brick Modified. Und so habe ich die Lücke geschlossen. Und auf der anderen Seite war es ganz einfach. Ein Brick Modified einfach normal hingebaut an diese untere Kante und dann oben die Platte drauf. Und das Ganze ist jetzt noch sehr braun, aber normalerweise wächst da ja was und das zeige ich euch jetzt. Und zwar versuchen wir hier jetzt was Neues, so eine Art Busch. Das könnt ihr hier schon sehen. Das sind die großen Leafblätter. Und dann gehe ich einfach hin und baue eins so rum hin. Und dann das zweite, was mir gerade runtergefallen ist, kommt von unten dagegen. So, und dann schließt es schön ab. Die zwei sind jetzt noch locker, aber wenn die dann hier aufliegen, merkt man das Ganze nicht mehr. Und befestigen tun wir das Ganze mit diesen Minifiguren, Halsteilen. Die steckt man normalerweise auf einen Hals von einer Minifigur, um einen Rucksack zu machen. Die gibt es auch in Braun, die werden wir mal bestellen. Und die klipst man dann so drauf. Und dann kommt hier das Blatt drauf und so wird es befestigt. Da kommen dann überall jetzt diese Halsteile hin. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal mit einer zweiten Seite, weil man ja auf einer Seite dann die Noppenunterseite sieht, die ich nicht so schön finde. Und damit das Ganze auch ein bisschen dicker wird. Und dann melde ich mich wieder, wenn das alles schön zusammengebaut ist. So, dann sind auch schon die zwei Schichten fertig. Und ihr seht schon, es geht jetzt nach hinten auseinander, weil diese Lego Leaves ein bisschen verbogen sind. Aber wenn ich dann mehrere von diesen Halshaltern verbaue, dann wird das alles wieder schön gerade. Die Halter sind in den mittleren zwei Noppen einmal verbaut. Und dann je nachdem, in welche Richtung ihr es mehr haben wollt, einmal, weil das ja zwei Schichten sind, auf der einen Seite die innere Schicht dran gemacht und bei der anderen Seite die äußere Schicht. Und je nachdem, welche Schicht ihr für welche Seite nimmt, verschiebt sich das Ganze leicht nach links oder rechts. Und jetzt ist der Parkplatz noch leer, aber das ändern wir gleich und fangen mal mit einem Auto an. So, und bevor wir am Auto weiterbauen, zieht heute natürlich auch wieder eine neue Sigfig ein. Und über den neuen Gast freuen wir uns sehr. Es ist Klarsta. Klarsta ist ein ganz lieber und netter und er ist ganz aktiv in der Community. Er war schon oft in Chats und in Streams bei uns als Gast mit dabei und bringt auch immer sinnvolle Beiträge. Er ist ein Oldtimer-Fan, Oldtimer-Traktoren-Fan und wir haben immer wieder einen regelmäßigen Austausch mit ihm und deswegen freuen wir uns heute ganz, ganz besonders. Und dafür darf er dann heute auch gleich auf den neuen Parkplatz einziehen. Viel Spaß! Und zwar habe ich jetzt mal angefangen und vielleicht erkennt man schon an der Front, es wird ein Golf 2 oder auch Golf 1, weil es in Lego sehr schwer ist, die
unterschiedlich zu bauen, zumindest von der Front her, weil die Front vom Golf 2 so leicht oben zuläuft und die vom Golf 1 ist genau, ja, sag ich mal, senkrecht. Und dann kommt jetzt gleich hier oben drauf eine Motorhaube so angeschrägt. Und je nachdem, was für einen Look ihr dann haben wollt, Golf 2 oder Golf 1, verbaut ihr hier oben keine Brackets, sondern Brick Modified mit einer Knob an der Seite, so wie hier. Und dann steht das nicht eine halbe Plate raus, sondern weiter innen. Zur Stoßstange, die habe ich jetzt 8 breit gemacht. Das Auto wird aber 7 breit gebaut. Und mit den Radläufen von Lego geht das genau auf. Und hier unten dann eben dieses 7 breit einmal drauf gebaut. Das geht ja ganz gut, indem man die Noppen oder an die Unterseite von den Noppen hingeht und hier mit so Punkten einfach in die Noppen reingeht. Dann würde ich sagen, baue ich das Ganze mal auf 2 Räder und baue die Motorhaube drauf. So, gesagt, getan. 2 von 4 Rädern sind da. Hier könnt ihr schon sehen, habe ich Speed Champions Felgen genommen. Aber nicht die Speed Champions Räder, sondern die Räder, die auch zum Beispiel bei dem Eiswagen dabei waren. Da kann man die Felgen genau reindrücken. Und dann diese kleineren Felgen oder Räder, die gab es bei ein paar älteren Sets oder auch von Cars bei Luigi. Das sind jetzt eben die hier. Die habe ich ausgewählt, weil die anderen haben so ein Felgenmuster und mit denen sieht es eher aus wie Bremsscheiben, weil die Speed Champions haben eine 5-Loch oder sind 5-Loch-Felgen und der Golf 4 hat ja ein 4-Loch, Golf 2 so, hat ein 4-Loch, aber das wird ein VS6-Umbau. Das heißt, da sind die Golf 3 Achsen drin und die haben 5 Loch. Deswegen passt das Ganze. Aber jetzt fehlt noch die Motorhaube. Die ist hier. Mit hier so einem Wedge-Teil. Wird einfach drauf gebaut auf eine Jumper Plate. Jetzt ist das Ganze eine Plate höher. Und dann knicken wir das noch runter. Und winkeln das Ganze so an. Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, machen wir auch gleich die A-Säule. Hier habe ich einen Clipser genommen und dann einen Bar mit Clipser und da einen Bar reingesteckt. Und dann kann ich dies so nach hinten neigen und in dem Clipser dann später so schräg anwinkeln, damit es eben spitz zuläuft. Und dann das Ganze jetzt hier drauf bauen. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns auch schon an das Heck. So, dann ist der Golf 2 jetzt um 2 Räder mehr und hat jetzt alle seine 4 Räder. Und jetzt zeige ich euch das Heck und ich werde euch nicht zeigen, wie es gebaut ist, weil ich das Heck 15.000 Mal gebaut habe, damit ich das genau so hinkriege. Damit eben die Stoßstange hier passend zu den Radläufen ist, so wie beim Vorbild auch. Aber das Ganze anfängt nach oben zuzulaufen mit den Lichtern hier. Die kann man jetzt schwer in Lego nachbauen, weil es ja verschiedene gibt. Es gibt die blauen und dann gibt es welche, die rot sind und dann gibt es welche, die rot-schwarz sind oder nur schwarze. Aber die sind so, ja, die haben so eine eigene Form, die man in Lego einfach nicht gut nachstellen kann. Und deswegen habe ich das so leicht versucht, indem ich hier 7 breit war und eine Plate und hier oben war ich 7 breit. Und dann kommt hier oben so ein Kuddelmuddel aus verschiedensten Brick Modifieds und Brackets und alles mögliche raus. Und dann wird die Hälfte von der Stoßstange nur an einer Noppe festgebaut hier und der Rest hängt hier überall dran. Und gerade so, dass es aufging, weil hier unten bin ich nicht ganz so zufrieden, dass es die Stoßstange bündig mit dem Teil hier unten abschließt, weil es hier vorne auch nicht so ist.
aber das macht jetzt nichts. Dann ist hinten einfach die breite Stoßstange drauf, die es ja so auch gab, und vorne ist die schmale Stoßstange drauf. Und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt mal das Modul ein und den Golf 2, so wie er jetzt aussieht. Und dann war es das auch schon von dem Video. So, dann das Modul und der Golf 2 stehen jetzt schon mal drin. Es wirft noch eine kleine Lücke, weil ich noch keine Pins verbaut habe in der Baseplate. Die kommen noch und dann schließt sich hoffentlich die Lücke zwischen dem Bahnhof und dem Parkplatz. Und ihr könnt schon sehen, dass die Monorail dann auf dem Parkplatz aufliegen wird. Und zwar wird das Modul sein, was über den Parkplatz drüber geht und eben jederzeit abnehmbar ist, falls wir das Layout irgendwie ändern oder den Bahnhof mal irgendwo ausstellen wollen. Und das war's dann auch schon von dem Video, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Über ein Like und ein Abo würden wir uns sehr freuen.